Guten Abend zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Guten Abend, willkommen zurück bei Dankecast Deutsch. Heute haben wir ein spannendes Thema für euch. Genau. Wir sprechen heute über Familienurlaub. Aber nicht irgendein Urlaub. Wir vergleichen Winter und Sommer. Oh ja, das ist interessant. Im Winter fahren viele Familien in die Berge, zum Skifahren oder Snowboarden. Stimmt. Meine Familie liebt Winterurlaub. Wir fahren jedes Jahr nach Österreich. Die Kinder lieben den Schnee. Wie schön, und was macht ihr dort genau? Naja, morgens gehen wir auf die Piste. Die Kinder nehmen Skikurse. Meine Frau und ich fahren zusammen Ski. Das klingt wunderbar. Und nachmittags? Nachmittags sind wir oft müde. Wir trinken heiße Schokolade in einer Hütte. Manchmal bauen wir auch einen Schneemann. Das ist typisch für Winterurlaub, oder? Viel Bewegung am Tag, dann Entspannung. Absolut. Abends essen wir zusammen im Hotel. Oft gibt es Fondue oder Raclette, sehr gemütlich. Und ihr, liebe Zuschauer, mögt ihr Winterurlaub? Schreibt uns in die Kommentare. Gute Idee. Aber Emilia, du magst doch eher Sommerurlaub, oder? Oh ja, definitiv. Ich liebe das Meer. Sonne, Strand, warmes Wasser. Das ist perfekt für mich. Wohin fährst du denn im Sommer? Meistens nach Spanien oder Italien, manchmal auch nach Griechenland. Hauptsache Mittelmeer. Und was machst du dort den ganzen Tag? Morgens gehe ich schwimmen. Das Wasser ist so schön warm und klar. Meine Kinder spielen am Strand. Sie bauen Sandburgen, richtig? Ja, genau, stundenlang. Sie sammeln auch Muscheln und sie lieben es, im Sand zu buddeln. Das hört sich entspannend an. Ist es auch. Mittags essen wir oft in einem kleinen Restaurant direkt am Strand. Frischen Fisch, Salate, Obst. Lecker. Und nachmittags? Nachmittags machen wir meistens eine Siesta. Es ist zu heiß. Wir bleiben im Hotelzimmer oder im Schatten. Haha, das ist ein großer Unterschied zum Winter. Im Winter kann man den ganzen Tag aktiv sein. Stimmt. Aber abends wird es am Strand wieder schön. Wir gehen spazieren, essen Eis, schauen den Sonnenuntergang. Das klingt romantisch. Ist es. Und was ist besser für Familien? Winter oder Sommer? Was denkt ihr, liebe Zuschauer? Gute Frage. Ich denke, beide haben Vorteile. Im Winter lernen Kinder Skifahren. Das ist ein toller Sport. Das stimmt. Aber im Sommer können Kinder schwimmen lernen. Auch sehr wichtig. Absolut. Und die Kosten? Winterurlaub ist oft teurer, oder? Ja, das stimmt. Skifahren ist nicht billig. Skipässe, Ausrüstung, Skikurse, das kostet viel Geld. Richtig. Ein Skipass für eine Woche kann 200 € oder mehr kosten. Pro Person. Wow, das ist viel. Sommerurlaub am Strand ist günstiger. Man braucht nur Badesachen. Und Sonnencreme, nicht vergessen. Haha, ja natürlich, aber das ist billiger als Skiausrüstung. Stimmt. Aber man kann Skier auch mieten. Das machen viele Familien. Guter Punkt. Und Hotels, sind die im Winter teurer? In Skigebieten ja, besonders in der Hochsaison. Weihnachten und Februar sind sehr teuer. Im Sommer ist es ähnlich. Im Juli und August sind die Preise hoch. Viele Familien haben dann Urlaub. Genau. Aber es gibt Lösungen. Man kann in der Nebensaison fahren. Richtig, im Juni oder September ist es am Meer noch schön und billiger. Und im Winter kann man im Januar oder März fahren. Nach den Feiertagen. Gute Idee. Was ist mit dem Wetter? Das ist auch wichtig. Oh ja, im Winter kann das Wetter schwierig sein. Manchmal gibt es keinen Schnee. Das ist ein Problem. Ohne Schnee kann man nicht Skifahren. Genau. Letztes Jahr hatten wir dieses Problem. Wir mussten in ein höheres Skigebiet fahren. Das ist ärgerlich. Im Sommer ist das Wetter stabiler. Meistens. Aber es kann auch regnen oder zu heiß sein. Stimmt. Letzten Sommer hatten wir 40 Grad. Zu heiß für die Kinder. Oh je, das ist nicht angenehm. Was habt ihr gemacht? Wir sind den ganzen Tag im Hotel geblieben. Im Pool oder im klimatisierten Zimmer. Schade. Aber besser als einen Sonnenstich zu bekommen. Absolut. Gesundheit ist wichtig. Und was ist mit Aktivitäten? Was gibt es außer Skifahren im Winter? Viele Sachen. Schlittschuhlaufen, Rodeln, Schneeschuhwandern. Manche machen auch Langlauf. Das klingt nach viel Spaß und es gibt Indoor-Aktivitäten, oder? Ja, in vielen Hotels gibt es Schwimmbäder und Wellness. Sauna, Massage, das gefällt meiner Frau. Sehr schön. Im Sommer gibt es auch viele Aktivitäten. Wassersport zum Beispiel. Was denn genau? Schnorcheln, Tauchen, Surfen, Segeln. An vielen Stränden kann man das alles machen. Interessant. Machen deine Kinder das auch? Mein Sohn liebt Schnorcheln. Er schaut sich die Fische unter Wasser an. Stundenlang. Das ist schön. Kinder lernen viel über die Natur. Genau. Im Winter lernen sie auch viel. Über Schnee, über Berge, über Wetter. Richtig. Und beide Urlaubsarten sind gut für die Familie. Man verbringt Zeit zusammen. Das ist das Wichtigste. Keine Handys, keine Computer, nur Familie. Naja, ein bisschen Handy gibt es schon, für Fotos. Haha, stimmt. Jeder macht 100 Fotos im Urlaub. Mindestens. Und dann teilt man sie auf Instagram. Natürlich, aber ehrlich, was ist besser? Winter oder Sommer? Ich kann mich nicht entscheiden. Beide sind toll.
aber vielleicht kommt es auf die Familie an. Wie meinst du das? Naja, aktive Familien lieben vielleicht Winter, sie mögen Sport und Bewegung. Und entspannte Familien mögen Sommer, Strand und Ruhe. Vielleicht. Oder es hängt vom Alter der Kinder ab. Interessanter Gedanke. Kleine Kinder lieben den Strand. Sand und Wasser sind perfekt. Stimmt, aber ältere Kinder, Teenager finden Skifahren cool. Oder Snowboarden. Das ist sehr beliebt bei Jugendlichen. Absolut. Und was ist mit der Anreise? Das ist auch wichtig für Familien. Oh ja, lange Autofahrten mit Kindern sind stressig. Sehr stressig. Wie weit fährst du ans Meer? Von Deutschland aus etwa 10 bis 12 Stunden nach Italien. Mit Pausen. Das ist lang. Zu den Alpen fahren wir nur 6 Stunden. Näher ist besser für kleine Kinder. Sie werden ungeduldig im Auto. Stimmt. Aber viele Familien fliegen auch ans Meer. Richtig. 2 Stunden Flug nach Spanien oder Griechenland. Das ist schnell. Aber Fliegen ist auch teurer, besonders für große Familien. Leider ja. 4 oder 5 Flugtickets kosten viel Geld. Und dann noch Gepäck. Für den Strand braucht man nicht viel, aber für den Winter? Oh, stimmt. Skikleidung, Stiefel, Handschuhe, Mützen. So viel Gepäck. Genau, unser Auto ist immer komplett voll. Haha, das kenne ich. Liebe Zuschauer, habt ihr Tipps fürs Packen? Schreibt es in die Kommentare. Gute Idee. Und noch eine Frage. Was ist mit Essen? Unterscheidet sich das sehr? Auf jeden Fall. Im Winterurlaub isst man herzhaft. Viel Käse, Fleisch, Kartoffeln. Richtig. Raclette, Fondue, Schnitzel. Das wärmt von innen. Im Sommer isst man leichter. Salate, Fisch, Gemüse, Obst. Und viel Eis. Kinder lieben Eis im Sommer. Oh ja, jeden Tag mindestens ein Eis. Manchmal 2 oder 3. Haha, und im Winter heiße Schokolade statt Eis. Perfekt, mit Sahne obendrauf. Lecker. Weißt du, ich glaube, beide Urlaubsarten haben ihren Charme. Ich auch. Es kommt darauf an, was man mag. Sport oder Entspannung. Kalt oder warm? Genau. Und vielleicht kann man beide machen? Im Winter in die Berge, im Sommer ans Meer? Das wäre ideal. 2-mal im Jahr Urlaub mit der Familie. Leider haben nicht alle so viel Zeit oder Geld. Stimmt. Die meisten Familien machen einmal im Jahr Urlaub. Also muss man sich entscheiden. Richtig. Und manche Familien bleiben auch zu Hause. Sie machen Urlaub in der eigenen Stadt. Das stimmt. Staycation nennt man das. Das kann auch schön sein. Absolut. Man kann Schwimmbäder besuchen, Museen, Parks, alles ohne Stress. Und ohne lange Fahrt. Die Kinder sind glücklich, die Eltern entspannt. Genau. Aber zurück zu Winter und Sommer. Was ist mit Souvenirs? Oh, gute Frage. Im Winter kaufen wir oft lokale Produkte. Honig, Marmelade, Schnaps für die Erwachsenen. Haha, ja. Und kleine Kuhglocken oder Holzfiguren für die Kinder. Süß. Im Sommer kaufen wir Muscheln, Magneten, manchmal Kleidung. Und Spielzeug für den Strand. Eimer, Schaufeln, Bälle. Richtig, obwohl wir schon so viele zu Hause haben. Das kenne ich. Aber die Kinder wollen immer neue. Hahaha, ja, Kinder sind so. Und was ist mit Traditionen? Habt ihr spezielle Urlaubstraditionen? Oh ja, jeden Abend spielen wir im Hotel Karten. Das ist unsere Tradition. Wie schön, wir machen jeden Abend einen Strandspaziergang bei Sonnenuntergang. Das klingt wunderbar. Solche Traditionen machen Urlaub besonders. Absolut, die Kinder erinnern sich später an diese Momente. Genau. Nicht an teure Hotels oder Geschenke, an gemeinsame Zeit. So wahr, und das ist in beiden Urlaubsarten möglich, Winter und Sommer. Richtig. Also, liebe Zuschauer, welche Traditionen habt ihr im Urlaub? Schreibt es uns, wir sind sehr gespannt. Und noch eine Frage. Was nehmt ihr aus dem Urlaub mit nach Hause? Du meinst außer Souvenirs? Ja, ich meine Erinnerungen, Gefühle, Erfahrungen. Ach so, also vom Sommerurlaub nehme ich immer Entspannung mit. Ich fühle mich danach so ruhig. Schön. Vom Winterurlaub nehme ich Energie mit. Ich fühle mich fit und aktiv. Interessant, beide Urlaubsarten geben uns also etwas anderes. Genau. Und beide sind wertvoll. Es kommt darauf an, was man gerade braucht. Stimmt, wenn man gestresst ist, hilft vielleicht Sommerurlaub. Ruhe und Sonne. Und wenn man müde ist, hilft Winterurlaub. Frische Luft und Bewegung. Perfekt, also gibt es keine richtige Antwort. Beide sind gut. Genau. Es ist eine persönliche Entscheidung. Jede Familie ist anders. Sehr gut gesagt. Und damit kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Ja, die Zeit ist schon vorbei. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, uns zu schreiben, Winter oder Sommer, was bevorzugt ihr? Und warum? Wir wollen eure Gründe hören. Vielleicht habt ihr auch Tipps für andere Familien. Teilt sie mit uns? Genau. Und abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr Deutsch lernen wollt. Wir machen jede Woche neue Videos mit interessanten Themen. Richtig. Nächste Woche sprechen wir über ein anderes spannendes Thema. Lasst euch überraschen, es wird super. Also vielen Dank nochmal und einen schönen Abend noch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.